Ich freue mich ganz besonders auf Frau Schilling, die über die Stabilität von Viren auf Glas während der Inaktivierung des manuellen Spülprozesses in Trinkgläsern sprechen wird. Die Weihnachtsmärkte stehen vor der Tür, das Oktoberfest ist gerade vorbei. Frau Schilling, ich bin immer vorsichtig bei solchen öffentlichen Veranstaltungen. Jetzt würde mich freuen, ob ich eine Lösung hätte für die kommende Saison. Okay, vielleicht können wir das am Ende des Vortrags beantworten. Vielen Dank. Danke, Herr Mede. Wir sprechen jetzt über die Stabilität von verschiedenen humanpathogenen Viren, sowie deren Inaktivierung während eines manuellen Spülprozesses. Und dieses Projekt begann vor 2 Jahren, also Mitte 2020, kurz nach der Pandemie. Damals wurden ja Ausbruchsgeschehen noch eingehend untersucht und unter anderem kam auch medial die Frage auf, sind Trinkgläser sicher oder tragen sie zum Infektionsgeschehen mit SARS-CoV-2 bei? Und wie Alexander Falkenhagen auch schon gesagt hat, das BfR ist ja auch ein verbraucherinformierendes Institut und daher wurde von unserer Fachgruppenleitung ein Frage-Antwort-Katalog erstellt, der auch im Internet verfügbar ist. Und da wurde die Frage so beantwortet, dass zum einen das Coronavirus ein behülltes Virus ist. Wenn es also mit Detergenzien in Verbindung kommt, sollte die Lipidmembran aufgebrochen werden und die Infektiosität geht damit verloren. Und zweitens, dass so ein Transmissionsgeschehen eigentlich nicht bekannt ist und das in der Literatur schon so noch nicht beschrieben ist. Allerdings ist auch aufgefallen, dass angewandte Studien zu dem Thema eigentlich gar nicht vorhanden sind und deshalb haben wir uns derer angenommen und haben aber noch ein paar andere Viren auch mit dazu genommen. Zunächst haben wir uns angeguckt, welche Subprozesse müssen wir uns in diesem Projekt eigentlich erstmal zu Gemüte führen, bevor wir eine Versuchsplanung machen können. Und da haben wir identifiziert, wir haben Viren im Speichel einer infizierten Person, die wird aufs Glas aufgebracht, trocknet auf dem Glas und soll dann gewaschen werden. Und hier ist es vor allem problematisch halt die manuelle Spülung, weil da, wie Herr Schotte sagte, die hohen Temperaturen eben nicht erreicht werden können. Und die Frage ist dann, ist am Ende noch was da oder nicht? Ja, dementsprechend haben wir unser Projekt in 3 Hauptversuche gegliedert. Zum einen die Trocknung auf Glas, als zweites Stabilität der Viren in Suspension mit detergenzhaltigen Flüssigkeiten und drittens ein echter angewandter manueller Spülprozess. Ich habe ja schon gesagt, wir haben mehrere Viren dafür verwendet. Für das SARS-Coronavirus haben wir ein Surrogatvirus verwendet, was wir auch in BSL-2-Konditionen handeln können. Wir haben als zweites behülltes Virus das Herpes-Simplex-Virus ausgewählt, weil die Symptomatik ja auch begleitet wird durch kleine Bläschen an der Lippe, die dann unter Umständen auch mit dem Trinkglas in Berührung kommen können und ja auch durch die Schleimhaut aufgenommen werden und könnte auch ein Infektionsweg sein. Und für die unbehüllten Viren haben wir uns für die klassischen Lebensmittelviren entschieden, und zwar das Norovirus, auch ein Surrogatvirus. Herr Taube hat die Problematik erklärt. Und das Hepatitis-A-Virus. Und Detektion, da war uns wichtig, dass wir Infektiosität bestimmen können und deshalb wurden alle Viren mit Plug-Assay untersucht. Ich stelle jetzt die Ergebnisse in Reihenfolge dieser Hauptversuche vor, habe aber bei den unbehüllten Viren noch nicht bei allen Versuchen Ergebnisse und stelle dann noch Teilergebnisse vor. Wir fangen also an mit der Trocknung. Wie habe ich durchgeführt? Auf Glas. Wir haben Objektträger genommen, haben Virusstock auf einen Objektträger aufgebracht, dort unter der Sicherheitswerkbank trocknen lassen, dann 0 bis 28 Tage inkubiert, bei Tageslicht, aber auch in Dunkelheit und dann resuspendiert 3-mal mit Zellkulturmedium, in Zellkulturmedium weggefroren und dann mit Plug-Assay untersucht. Fangen wir an mit dem Coronavirus. Das sind die beiden Inaktivierungskurven nach Trocknung auf Glas. Mit dem dreieckigen Marker einmal dargestellt die dunkle Kurve und mit dem runden die helle Kurve. Und wir können sehen,
dass das Virus über Tage bis Wochen auf Gläsern stabil sein kann. Wie sah es beim Herpes-Simplex-Virus aus? Auch recht stabil. Wir haben auch im Dunkeln eine längere Stabilität und können schlussfolgern erstens, wie gesagt, die Viren sind in der Helligkeit bis zu 7 Tage nachweisbar und in der Dunkelheit bis 21 Tage nachweisbar. Und bei Expositionen am Tageslicht haben wir eine frühere Inaktivierung des Virus. Für uns ist jetzt für diesen Versuch die Takeaway-Message erstmal das Ja. Die Viren sind für längere Zeit auf Glas stabil. Das heißt, es ist legitim, sich die Frage zu stellen, ob die durch Detergenzien dann inaktiviert werden. Deshalb haben wir in dem nächsten Versuch das dann bestimmt. Da bin ich erstmal in die Drogerie gegangen und habe mir die Handgeschirrspülmittel angeguckt und festgestellt, es gibt unterschiedlich konzentrierte Handgeschirrspülmittel. Die sind immer in so Spalten gegliedert. Da hat man einmal die Geschirrspülmittel mit geringerer Tensidkonzentration, 5 bis 15%, beziehungsweise nicht-ionische Tenside unter 5%. Und die höhere Spalte sind dann die mit 15 bis 30% anionische und 5 bis 15% nicht-ionische Tenside. Und zusätzlich haben wir noch eine Triton-X-Lösung hergestellt, weil in der klinischen Virologie Triton auch als Inaktivierungsagens benutzt wird. Und das sollte quasi unsere Inaktivierungskontrolle sein, wo dann Inaktivierung festzustellen sein sollte. Und wichtig zu merken einmal ist, dass da wo 1, 2, 3 steht, das ist in den folgenden Folien als Detergenz 1 bis 3 dann deklariert. Hier habe ich Detergenz auch vorgelegt, Virus in die Suspension gegeben. Dann haben wir für 15 Sekunden bei Raumtemperatur und 1 Minute bei Raumtemperatur sowie 15 Sekunden bei 43 Grad und 1 Minute bei 43 Grad inkubiert, um da ein möglichst breites Spektrum abzubilden. Und bevor ich natürlich dann Plug-Assay mache, muss ich Detergenz entfernen und das habe ich über Detergenz-Removal-Säulen gemacht. Danach wurde das Alikot wieder eingefroren und dann auch mit Plug-Assay untersucht. Schauen wir uns die Ergebnisse zunächst vom humanen Coronavirus an. Erstmal bei Raumtemperatur. Bei Raumtemperatur 15 Sekunden sehen wir mit dem Detergenz 1 und mit dem Detergenz 3 eine über 4 Log-Stufen-Reduktion. Auch bei der Raumtemperatur 1 Minute bei Detergenz 1 und Detergenz 3 eine über 4 Log-Stufen-Reduktion. Aber mit dem Detergenz 2, was ja die geringere Tensidkonzentration hatte, sehen wir eine geringere Inaktivierung, also 1,5 bis ungefähr 3 Log-Stufen-Reduktion bei Raumtemperatur. Bei 43 Grad Detergenz 1 und 3 hat wieder alles inaktiviert. Und auch mit dem Detergenz 2, mit der niedrigeren Tensidkonzentration, können wir eine über 4 Log-Stufen-Reduktion dann feststellen. Ich fasse nochmal zusammen. Detergenz 1 und 3, über 4 Log-Stufen-Reduktion in allen Konditionen, die wir getestet haben. Und mit dem Detergenz 2, mit der niedrigeren Tensidkonzentration, müssen wir 1 Minute für 43 Grad, bei 43 Grad inkubieren, um eine ähnliche Reduktion zu erreichen. Und die Virusstabilität in detergenzhaltigen Flüssigkeiten hängt ab von der Verweildauer in der Flüssigkeit, der Detergenzkonzentration und der Temperatur. Beim Herpes-Simplex-Virus sah das ganz ähnlich aus. Detergenz 3 hat hier die schnellste Inaktivierung gezeigt. Da konnten wir wieder bei allen Konditionen eine über 4 Log-Stufen-Reduktion feststellen. Allerdings bei Detergenz 1 musste man mindestens 1 Minute bei Raumtemperatur inkubieren oder die Temperatur erhöhen auf 43 Grad. Und das Detergenz 2 mit der niedrigen Tensidkonzentration, hier musste man wieder 43 Grad für 1 Minute inkubieren, um ganz knapp auf eine 4 Log-Stufen-Reduktion zu kommen. Ja, genau, noch einmal zusammengefasst. Jetzt zeige ich ein paar Teilergebnisse von den unbehüllten Viren. Da habe ich bisher nur das Detergenz 1, die Triton-Kontrolle und die Kontrolle gezeigt, die ohne Detergenzbehandlung durchgeführt wurde. Und da sieht das natürlich ganz anders aus.
Wir haben nicht mal durch die Triton-Kontrolle eine Inaktivierung bisher sehen können, sondern eigentlich hat keine von den Konditionen, die wir getestet haben, einen Effekt. Genauso sieht das auch beim Hepatitis-A-Virus aus. Ja, machen wir weiter mit unserem Hauptversuch 3, mit dem sehr praktischen Teil dieses Versuchs, nämlich der echten Bierglasspülung. Da haben wir uns Gläser bestellt, haben ein Virusaufgabefeld eingefräst in die Gläser, haben das auch wieder trocknen lassen und dann mit einem kommerziellen Geschirrspüler, der DIN 66533 entspricht, gewaschen. Ich erkläre einmal kurz, wie das funktioniert. Also man nimmt das Glas, stülpt das auf diese Bürste, die in dem Vorspülcontainer ist. Am Rand in diesem Vorspülcontainer befinden sich auch Bürsten und man soll 4 Auf- und Abbewegungen machen und in der ganzen Zeit steht die Glaswand mit Borsten von diesen Bürsten in Berührung. Das heißt, man hat einen mechanischen Beitrag zur potenziellen Viruselution. Und danach wird das Glas in den Rückspülcontainer gewechselt. Und da hat man so eine Teleskopstange, die geht runter. Und wenn die runtergeht, dann kommt Wasser horizontal einmal von außen, aber auch von innen ans Glas. Und man soll mindestens 3 Sekunden nachspülen, um das Tensid zu entfernen, weil ja auch Tenside negativ auf den Bierschaum sich auswirken. Und der Bierwirt möchte ja einen schönen Schaum haben, das ist also auch wichtig. Und dann haben wir das Virusaliquot aus dem ausgefrästen Bereich wieder abgenommen und dann ein Plug-Assay gemacht. Und hier haben wir die Versuche bisher mit Coronavirus und mit Herpes simplex Virus durchgeführt. Und in beiden Fällen konnten wir nach der Spülung kein Virus mehr detektieren. Genau. Das bringt mich auch schon zur Zusammenfassung. Also wir haben gesehen, auch behüllte Viren können über längere Zeiträume oder über Tage stabil bleiben auf Glasoberflächen. Der Lichtanfall hat einen Effekt auf die Inaktivierung. In der Suspension mit Spülwasser sind behüllte Viren gut zu inaktivieren, wobei Detergenzkonzentration, Temperatur und auch die Verweildauer in der detergenzhaltigen Flüssigkeit eine Rolle spielt. Allerdings hatten diese Detergenzlösungen keinen Einfluss auf die nicht unbehüllten Viren. Und der Spülvorgang, den wir bisher mit den behüllten Viren durchgeführt haben, hat zu einer guten Säuberung der Gläser geführt. Also, Herr Mede, wenn es um die behüllten Viren geht, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Aber auch bei den Unbehüllten muss man sagen, dass durch diese Nachspülung und diese ständige Verdünnung in diesen Containern, das muss natürlich Herr Johne machen, ich will jetzt auch keine Risikobewertung, es ist keine Risikobewertung, aber ich persönlich denke, dass es eventuell nicht so schlimm ist, weil man halt auch in diesem Vorspülcontainer eine ständige Verdünnung hat. Das heißt, selbst wenn Virus eluiert wird, aktiv bleibt, also infektiös bleibt, hat man dann noch eine weitere Verdünnung in dem Nachspülcontainer, plus der Vorspülcontainer wird ständig verdünnt. Und dann wollte ich noch einmal sagen, dass wir die Coronavirus-Ergebnisse in einer Teilstudie schon publiziert haben, wen das noch weiter interessiert. Dann muss ich mich noch bedanken bei der ganzen Fachgruppe und den Co-Autoren und besonders bei Herrn Johne und bei Ihnen für die Aufmerksamkeit.